Morris Holler. Wij ons zingen zum Umfang Nummer 29. Nummer 29. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft ein Leben lang. Wir preisen deine Güte in jedem Morgenmorgen, mit der du uns behütest, wie groß ist deine Treue. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Wir richten unseren Blick zu dir, dein Gebot, und geben nicht zurück, nur dir gebührt das Lob. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Lass unsere Augen sehen, du dein Wunderwerk, vor dir vereint wir stehen, du knüpfst das Liebesband. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Nummer 53. Nummer 53. Lob den Herrn, der mich erkauft, oh Halleluja, ich den schmalen Lebensweg und freudig gehen. Ja, ich singe auf immer zu singen, wenn ich vor dem ewigen Throne Gottes stehe. Ja, ich preise ihn, Halleluja, denn ich preise ihn, der uns
Goedemorgen. Jesaja 41, Vers 8 wieder. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Samen Abrahams, meines Geliebten, der ich dich gestärkt habe von der Weltenden her und habe dich berufen von ihren Grenzen und sprach zu dir, du sollst mein Knecht sein, denn ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Was für eine Tosei erfuhr Israel? Was für eine Tosei erfuhr Jakob, was Israel genannt wird? Der Herr sagt, ich habe dich geroepen und du hast sie nicht zu fürchten. Ich habe dich erwählt, ich will dich nicht verschmieden. Hol du was vast. Ich will dich durchhalten. Ich will dich leiden mit der rechten Hand für meine Gerechtigkeit. So einer, wo mit Autorität reden will. Gott wird Gott vom Himmel. Hij is vandaag nog dezelfde. Hij is vandaag nog met dezelfde autoriteit. Hij is nog met dezelfde kracht. Hij is nog met dezelfde leven. Hij is nog door als dezelfde God ons te leiden en te vieren. En we daar aan vertrouwen, ganz op aanzaten. En hij heeft ons met hier geleid, heeft ons met hier gevierd. En vandaag morgens daar waar het opkomt, daar zo'n schijne aanbedingsleider zingen. En we zingen ons heute noch 10.000 levens. We dan niet moet toereten. Gott genug te prijzen. Wer ist dann ans Haar, wenn 10.000 levens noch nicht würden uitspreken. Wer ans Haar Wirklichkeit ist. En onder wie dan met brengen we ons uit, wie groot hij is. En wie weinig wie we zijn, tegen God. Dan houdt ons weet, dat er zijn dingen zijn. Houdt ons weet, dat we aan derven erhöhen, am loven, am prijzen. Wat voor verrei, God zijn die dingen te zijn. Ik wil vrouwen naar afstommen, passend erst zum gebeden. Almachtiger Gott und Vater im Himmel, wir sind die Kinder, wir erheben unsere Stimme von der Theologie, im Gesang, im Gebet, im Wort, die hoch zu heben, die zu loben, die zu danken für wer du bist. Herr, wir haben euch wieder auszusprechen, wo du bist der Almachtiger Gott, was sich in Leib auf Rauf geloten, zu uns Menschen, was wir die in den Ring gedreht worden. Wir preisen die Herr für die vergebende Leib. Wir danken die Herr, dass von der noch hier die Genot stehen, und dass Menschen von der noch derben, die annehmen, die dein. Himmlischer Vater, wir befehlen das Gottesdienst an und freuen am göttlichen Segen über das Gottesdienst. Herr, dass die Sinderschalierisch alle würden mit einer freuen Anstellung voll Geistes in der Stuben gehen und das Klaus wird nennen gehen mit Leben, gebetsvoll sein, was auf die Wort zu sein, dass du durch erheitern verherrlicht worden. Und Herr, so hier in dieser Eröffnung, in der Botschaft, was wir am Morgen bringen will, Herr, alles, was dort zu dein, dass du was erheilt worden, und dass dien wel wat kunt worden zu uns Menschen. Und Herr, wir danken dir, dass du zugesagt hast, bei uns zu sein, dass wir uns nicht fürchten derben,
sondern Herr, du wirst uns stark führen. Im Namen Jesus dank für dich. Amen. Nummer 37. Nummer 37. Unser Vater in den Himmeln, dein sei Lob und Ehren. Du bist heilig und allmächtig und hast uns in der Hand. Vater, dir sei Lob und Ehre. Jesus Christus, Jesus Christus, dir allein sei Lob und Ehre. Durch dein Blut sind wir gerettet, dein Tod spricht uns nun frei. Jesus, dir sei Lob und Ehre. Gott ist Geist, Gott ist Geist. Ruf und sing uns Gott zur Ehre. Komm, gestatte unser Leben als Werkzeug deiner Kraft. Ruf und sing uns Gott zur Ehre. Halleluja, Halleluja. Gott allein sei Lob und Ehre. Seinen Namen will ich preisen, ihn bete ich jetzt an. Gott allein sei Lob und Ehre. Wir lesen in den Evangeliums ein paar Gelegenheiten, wo der Herr Jesus so überrascht wird. Mocht der Herr Jesus vandaag so überrascht über uns sein, dass dort wird. Über was wird er so überrascht? Er wird so überrascht zu sein, die glauben, was er will. Und gerade tun so, was nicht Juden werden. Die werden Menschen, die so ein starker Glauben haben. Und die kommen nicht von den Juden her, so mag er dann von der kann überrascht sein über uns. Dass wir so einen Glauben möchten haben, dass Jesus wird sein, das ist auch ein großer Glauben. Und ich will von dir, dass wir wieder eröffnen können, reden von das Geheimnis von ein erhörliches Gebet. Ein Ausschnitt, was uns sehr klar sein wird, da ist ein ganzes Geheimnis, wo so ein Gebet ist, das erhört wird, und wo Gott dadurch verherrlicht wird, omdat es ein Glauben wir. Und genauso ist es von dir. Da wo Menschen im Glauben leben, wo Menschen da sind, in kindlichen Glauben den großen Gott, da wird Gott verherrlicht, indem dass wir am Vertrauen schenken tun, indem dass wir glauben tun. Dat geht so viel dieper als bloß, du hast die Bovenste, wir waren die bovensten Frauen, ja. Manchmal haben wir das Gedanken, dass die Bovenste, die will ich schon halten. Aber weißt du, das geht nicht bloß an den Bovensten, das geht an den Haaren. Das geht an den Allmachten.
die will sie in der Begeisterung, dass wir uns lesen in Jesaja Kapitel 41 von Vers 8 bis Vers 10. Die, was die Teil gesagt hat, ich will ihn durchführen. So, wenn die Sehne im Futter kommt, und die Sehne will haben, die Futter soll immer ein bisschen mit was halten. Und die Futter sagt, das kann ich nicht tun. Und da wird mal in den Bovensten gehen, sein, dass die kann. Aber weißt du, der Unterschied ist, wenn wir in den Haaren gehen, wo wir in Gott gehen. Und von der, wo das sein in den Ausschnitt, was wir lesen wollen, dass einer, was in den Haaren ging, oder eine Person, eine Frau, was in den Haaren ging, und was einen ganzen Unterschied machen deit in ihr Leben, die Wandlung wird so groß, ich lese, was ich nachher nicht an wird gefeilt, dass er erst so unholend gewesen ist, so eine Wandlung geben deit. Und das Bibelausschnitt finden wir von der in Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15, Vers 21 bis 28 wird lesen. Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, ein kananäisches Weib kam aus derselben Gegend und schrie ihm nach und sprach, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten sie in seine Jünger, baten ihn und sprachen, lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nicht gesandt, nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den Brosamen, die von ihrem Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war gesund zu derselben Stunde. Lieve toehörer, wat bedenken die je doen gaan, wanneer we in de stad abgenommen worden? Wo würden wir uns angesagt haben, die Rat haben? In der Not, wo diese Frau in Jesus kam, hat Jesus dann eine getan, dass er nicht für seine Antwort gab, in keinem Fall. Der Herr Jesus aus der Allmacht Haar, er wusste, er würde was beschatten können. Wat Lothar veel mensen wat kennen onderscheid maken. Van dat is voor mij en die. Dat kan zo'n geweldige onderscheid maken dat we zijn in geloven. Deze vrouw, dat we een vrouw sehr wahrscheinlich auf veel Thron gehielt. Die Vergangenheit in der dunkle Vergangenheit. Das wird so schrecklich zu sein, wie ihre Tochter vom Teufel übel geplagt wird. Kannst du dir vorstellen, eine Tochter zu haben, und der Teufel, der plagte da von Tag zu Tag. Und hier wir irgendwo wie ein Hoffnungsstrahl. Und sie dachte, diese Gelegenheit, die wo ich wahrnehmen. Und sie nehmen die wahr. Wir sehen hier, dass ein erhörliches Gebet, dort ist ein ehrliches Gebet. Das sagt uns in Jakobus Kapitel 5, Vers 10, nicht lang träge, hat die Kraft und das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. So ein ernstliches Gebet. Im Psalm Kapitel 40, Vers 1 sagt, ich harrte des Herrn. Das Harren ist mehr als bis einmal, ich kann mal ein bisschen früh Gott in der Wort. Das Harren meint so viel, dass ich mich mal auf zu Gott und vertrauen und ich raubt. Ich schrie. Und ich vertraut Gott das alles an. Und er erhielt mich. Und ich stelle meine Feite auf dem festen Fels. Und ich habe nie Leid in mijn Mühl, sagt der Psalmist da in Psalm 40. So, dit op Gott harren. Diese Früh, die kam, in der großen Not, wo sie war, und sie kam zu Jesus. Gebet, das muss nicht erhört worden. Nu, aber nu nicht Wort, wahrscheinlich kein Mond. Wo wird noch kein erhört worden, wenn hier nicht wird erhört worden? Wer wird auch noch halten können, wenn dieser nicht halten wird? Und schauen uns das feststellen, von wo sie kommen, ein kananäisches Weib.
Eine Früh, was von den Juden verachtet wird, was der Huin genannt worden, das ist der Herden viel genannt worden von den Juden. Huin. Und sie kommt nun ein Jude, aber sie kommt nicht bloß nur ein Jude. Sie kommt am einen Wort viel, viel mehr besetzen als ein gewöhnlicher Jude. Und wo hat sie das her? Kann nicht anders sein, als in ihrer Not hat so rütgecheckt und geschrien um Hilfe. Sie sagt einmal, das ist der Sohn Davids. Und sie schrie, das ist ein Sohn Davids. Aber sie schrie nicht bloß sein Sohn Davids, liebe Zuhörer, sie schrie zu einem Haar. Sie rief nicht bloß einen Meister an, das Petrus dort einmal deed. Petrus rief noch mal einen Meister an, aber wenn sie sich mal ein selbes Meister, aber damals sich mal sagt, was von Großes der getan hat, was von Großes Erfolg die wir, dass sie nachher nicht geschmiert, da wird nicht mehr der Meister, da wird ein Haar. Und so wie bei dieser Früh, das wird ein Haar, was sie anrufen deed. Da macht der Unterschied. Dort gibt das Leben. Dort gibt die ganze Wandlung in ihrer Zukunft, dass sie den Haaren angeraubt. Also das herrliche Gebet, das ist einmal ein ernstes Gebet. Das ist nicht bloß, ich will mal irgendwo ein bisschen sein. No. Du hast ein Glauben. Du hast ein Vertrauen. Wenn ich das bei ernst meine, und ich nur Willen Gottes beten war, die kann ja halt prüfen, ja. Ist das der Willen Gottes, an was ich beten will? Oder ist es bloß meine Selbstsucht oder mein Ehenwillen, was ich will durchführen? Diese früh wisst, dass wir nur Gottes Willen, und so ruft es dort zu Jesus. Das herrliche Gebet ist ein gläubiges Gebet. Das ist ein Gebet, was im Glauben gebet wird. Bis Jesus sagt, oh Weib, dein Glaube ist groß. Ich sehe, dass Jesus ein paar Mal durch das Evangelium von reden deed, von den großen Glauben. Das nächste fangen wir in Matthäus Kapitel 8, wo der Hauptmann nach Jesus kam, und er sieht, dass er kann schnarcht. Der ist sehr krank, das ist gichtbrechig. Und das ist eine schwere Krankheit, wo mich schnarcht werden ist. Oh, sagt Jesus, da ich komme nicht gesund mehr. Oh, sagt das Schnarch, ich will mir nicht wird, dass du an mein Dach kommst. Da will ich nicht wird. Aber weißt du was? Sagst du ein Wort, da wird mich nicht gesund. Kannst du das feststellen? Wo Menschen, die das nicht mit Jesus tut, die wohnen wir mit hier. Beginnen immer mit Jesus, nehmen das Glauben dort und dann den Vertrauen. Sei ein Wort, da wird mich nicht gesund. Und Jesus, er sagt, gerade als ich so am zu den Menschen folgen und sagte, so ein Glauben, dass das hat in Israel noch nicht gefunden. Das verfremdet. Kann Jesus von der Familie, die auch sagen, so ein Glauben ist das. Hat noch nicht gesagt, wie sein. Auch so ein Vertrauen zu unserem Herrn und leben dort, was er zusagt in seinem Wort, das wird durchführen. Aber so viel Mal, dann sagt der Herr, wach noch, jo. Ich meine gut mit die, aber wach noch. Ich kann noch mehr beschätzen, dessen war ich. Ich habe mir hastige Gedanken hier grüßen an, dass gestern hier dort am Begräbnis, in dem Lebensverzeichnis, dort der Desaster sollte eine Operation gehabt. Aber die Doktor stellen es sehr schwierig zu haben. Was wird passieren? Da kann das mit sich bringen, da kann dort mit sich bringen, kann dort mit sich bringen. Das ist so schwierig. Die Operation im Kopf. Da wird eine Entscheidung gemacht, nicht zu operieren. Da wird eine Entscheidung gemacht, zu salben und zu beten. Und wie Gott sich bezeugt hat. Sehen wir bloß, was von der Gelegenheit, alles in Gottes Hand zu leihen und zu beten, dein Wille geschehen. Hier ist eine Frau, die den Glauben hat, dass Jesus sagt, oh Weib, dein Glaube ist groß. In Blick auf ihre Vergangenheit. Eine Frau, eine kananäische Frau, wird nicht wirklich bekannt, wie man das Wort Gottes. Eine kananäische Frau wird nicht wirklich bekannt wie mit Jesus. Wahrscheinlich dann käme Jesus gesehen. Dass Jesus ein Weg nur in die Gegend hat, wie dem Osten, Tyrus und Sidon.
von der Insel Kreta nach lang und wieder im Osten an. Dort ging Jesus heim. Er schloss sich mal auf von dieser hier und geht mal dort weit im Osten an, nur Sidon, Tyrus und Sidon. Und da einmal als so eine kananäische Frau, eine Heidin, die kämpft einmal eine Schrift am Heran. Weet je, diese Frau hat wahrscheinlich was gehört haben. Dat dort, da in Israel, da passieren große Dinge. Und hier ist jemand, der ist auf dem Weg, der kommt dessen Weg. In dem Vertrauen, in dem Glauben ging es dann so schrie heran. Wir weten, dass wir haben hier gelesen, dass die Jünger die sagen, Leute, doch mal von die. Leute gehen, die schlechten bis so heran. Leute gehen. Weil Jesus ab das geschreckt wird, diese Früh merkt nicht, ich habe nicht mal eine Antwort. Wo wenig. Jesus hat jengt einfach. Und ich fand, wir erst das wirklich glauben. Das ist diese Früh schreien wird. Nicht bekannt mit der Schrift, als Öl und Zeuge kämen nicht gesehen, dass Jesus uns das deed. Und dann so ein großer Glauben, dass sie am Sehen Gottes nannt. Sohn Davids, Haar nahm sie an. Ein großer Glauben, dass sie nicht zweifeln. Hier könnt ihr gehalten werden. Sie wisst die Macht von dem Teufel, wo die, wie ihre Tochter, durch Ben wir, was die schaffen deed. Na, einmal checkt sie, diese Macht, was sie nu ganz klappt, diese Macht, das ist Hacker, aus der Macht, was hier in meine Tochter schaffen wird. Hast du das nicht Glauben, Leute, hier? Dort zu sein? Dass die Macht, was ich hier nu beginnen will, das ist gerade, als der ich aus so einer längeren Zeit gesehen habe, was hier meine Tochter schaffen wird. Was von Glauben, von Vertrauen, worauf han Raub sei und worauf han Schrie sei. Dat herrliche Gebet, dat is een onhoudend Gebet. Jo, die grootste Kämpfen und die grootste Prüfungen, das sind vielmal in der Schule des Gebets, nicht wahr? Und wir sind hier 3 Betten. Das erste Mal, und sehen wir das hier, da offenbart sich die große Not, was wir. Aber in dieser Not, was wir, sehen sie die Sohn Davids. Aber hier offenbart sich das auch, dass der Schande kann Heilung sein. Sie fallen für Jesus Stuhl. Und was tun sie? Sie beten. Da man noch kein Wort kommt, dann fällt sie für Jesus Stuhl. Sie geht nicht ab. Dann betet sie. Und dann sagt Jesus zu ihr, dort ist nicht fein, die Kinder ein Brot nehmen, das für die Mund schmecken. Man, hat es früher nicht gelernt gehabt oder Ursache gehabt, Jesus in den Regen zu drehen und gehen davon. Erst habe ich keine Antwort. Nu will ich mich verarbeiten. Du bist da. Und mal erst sich raupen da, dann sagt er, das ist nicht fein, die Kinder ein Brot nehmen, das für die Mund schmecken. Dann sagt er nach mir, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Sie wie eine Heidin. Was Jesus sagen will, aber hier sich bloß beraten. Manche Juden, dort wir meine abgehen, dort wir meine verantworten. Dass wir nicht, dass Jesus mit das sagen wird, für die erst keine Worte. Wir müssen das recht verstehen. Wir müssen bloß sein, hier ist der Glauben, dort auch das Heil da ist für die Heiden. Und in dem Vertrauen raubt sei. Was sagst du, wenn Jesus sagen, dass es nicht fair, die Kinder ein Brot nehmen und dort für die Hunde schmieden? Dann sagt sie, jo, Herr, aber doch eten die Hunde von der den Haaren ersetzt worden wird. Das tragt er. Das durch dort er und das tragt von der da. Aber wir müssen sein, wer wir sind. Namen sein, wer ist der Herr? Wer ist Gott? Wem darf wir vertrauen? Wem darf wir alles zu der Feit leihen? Für wem kann man sich knien beten? Das für einen großen Gott. Das wird diese Früh sein. Sie bucht ihre Knien für Jesus und sagt, jo, dort stempelt es aus. Dort ist keine Gerechtigkeit von sich selbst, was sie abgewiesen hat. Alles, was sie abgewiesen hat, wird bloß
ein Bekenntnis hat und die erste Kraft. Das ist die einzige Gelegenheit, was ich sage, dass meine Tochter kann geholfen werden. Jo, Herr, sagst du, das stimmt, was du sagst. Und was passiert? Das ist ein herrliches Gebet, das ist ein demütiges Gebet, das kann sein, jo, Herr. Tja, wie von auch sein, Herr, jo. Tja, wie wenn es eins von seinen Engfall und nicht der Weg wieder sein kann. Weil wenn ich kriege, wo das Nächste, tja, auch sein, jo, Herr, aber ich vertraue die. Gott ist da, alle zu hier. Der Herr, der lässt uns eins mal wo durchgehen, jo. Die Schule des Gebets, das ist eine schwere Schule manchmal, nicht so, eine Schule, wo wir durchgehen. Aber dort hat sich das drüht, vertraue wie wirklich Gott. Und die verschiedenen Botschaften, was ein Prediger zu merken haben, einmal waren. Ich hatte den letzten Weg, ich hatte einen Kampf, ich war einen Tag, ich war einmal mehr zurückgegangen. Bin ich einmal vom Hof gefahren und ich habe gerungen im Gebet. Und weißt du was, falls ich einen Tag red nicht zu, kam eine Botschaft rein. Und dann Gott zu vertrauen, und dann zu dem Herrn sagen, ich weiß, du bist bei hier gewesen, durch Wiedersehen. Ab dein Wort wollte ich nicht abgeben. Und Gott ist groß. Und da hat er mir das auf, und ich kann so mit einer großen Freude, ich habe mir die Überzeugung, kann ich wieder merken. Gott trägt uns jetzt nur durch. Und wenn du über durch getragen wirst, sei bloß mit Jana früh, Johar, du bist reich. Ich sehe mir dein Day, aber ab dein Wort will ich wieder gehen. Und Gott ist wundervoll. Er bezeugt sich und er sagt, oh Weib, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Kriegst was du weißt. Dass du Gebet hast, früh, du hast wirklich ein großer Glauben. Dein Gebet hat erhört. Und ihre Tochter war gesund zu derselben Stunde. Zu derselben Stunde war ihre Tochter gesund. Es dort nicht ein großer Verreich, auf Gott zu vertrauen, alles in seine Hand zu legen und an sein Haar, du bist reich. Aber auf dein Wort, wo ich wieder. Ich möchte uns dort eine Anspornung sein, wenn du in den Glauben geprüft wirst, lese die Matthäus Kapitel 15, Vers 21 bis 28 hier. Und sei mal, was Gott dir wird umbohren. Singen wir Nummer 156 im Glaubenslieder. Voor passend ist, stehe ich ab, um das Leute singen. Und das saß 50.
Aufnehmen. Nummer 83. Dreiundtachtig. Gott und Schätze dürftig nicht, nur bei täglich Brot. Von Herzen einfach klar und schlicht zu singen, was mir lohnt. Das ich vor keinem Blick mich scheu und giftig
Goedemorgen, is hier einer. Welkom hier zo zum Gottesdienst. Sei hier ook zo, wo ik niet goed een noem verhaal, maar welkom alle, jeder einer, wat er gekommen ist. Meine leibliche Brüder sind über dem auch selber noch hierher gekommen. Von der haben sie geglückt, ein Bruder ist hier. Und das ist noch ein Onkel, so ist dann Double Freundschaft, das mal. So, vielleicht beginnt hier so zu sein von der Ola. Ja, was die hier so nicht Bulletin sein und Botschaften, die doch, die können als Bomben erst im Friedensort von der, du so, ein Platz zu fallen, versetzt werden, mit der Unterhalten. En zwischen uns habe ich hier einen Gesang, eine Botschaft von Prediger Mervyn Cornelsen. Dat is de weg gaan we ons eerder gezien en nu moet je een beetje opdoen. Als die noem stond tussen van der, zo vervreien ons dat wij hier zo zijn. Dat is dan hij bij hier zo, Gottesdienst. Zo, nu dan hebben we de boodschap van aan. Nächste hier zo, eerstens 2:30 nummerig, Jugendstunden, alle Jugend, eigen Lot doen. Jeder einer, welkom. Zweitens, klok 7 zu, is ook van der, zal de Deinerwohl stattfinden en alle Geschwister van de gemeente zijn eingeladen voor de wohl, zowel we gebedsval komen, dat we bereit zijn voor den Abend zijn wat de Herr ons te zeggen heeft. So, wir warten die diese alle. Drittens hier so, für Montag, die Buberklassen, der Andag, Obram Peitasch, Campo 100, und mir Klassen, David Klusen 117. Viertens, Montag, klok 7 zu, laden wir alle an, was du so das letzte Jahr getauft worden sind, oder abgenommen, oder was du so angefragt haben. Entweder getauft zu worden, oder abgenommen zu worden. Die sind alle eingeladen. All das jetzt am Lied kommt Jugend. Zum Unrecht, wo wir dann wieder merken mit dem Unrecht, wie dann diese durchschnittlichen Lektionen persönlich durchnehmen und dann von da wieder Unrecht. So all die von letztes Jahr, wenn nicht und den Ferien Unrecht auf teilgenommen. Also von da wieder, das sind eingeladen, das ist ein Unrecht, Montag so ist, bei jedem einen da. Und sind die auch mehrere Worte haben angefragt für die Taufe und all die sind die dann mit bei, oder auch bei zu kommen. Fünftens von Amerika, noch einmal eine Erinnerung, diese Weg sind nach der Stamm von Ferienweg, dort Montag, Dienstag, und dann noch am Freitag erst von 6 bis 9. Also auch so Start. Okay, so, weil wir uns das so machen, und weil wir uns merken, hier so uns in den untertünigen Städten, sitzen jeden sie, die kriegst du die Brandordnung, so, weil wir so nun checken, da wird das ein wundervolles Ding sein, oder top. Erstens, Mittag, klok 7 zu, ist Bibelstunde, Einleitung von Sebastian Bahnmann. Und der Kinderchor war wieder Abend zum Leiter verbringen. Siebtens, Donnerstag, klok 7 zu, ist Gemeindechor. Freitag, klok 7 zu, ist Jugendabend, Volleyball. Neuntens, Sinnung, klok 7 zu, ist Gebetsstunde, Junges Mana. Das ist doch Gebetsstunde, ja? Stimmt. Okay, und tiendens hier so, de Jugend en Jugendlehrer, die mocht een E-Abend aanladen, wo die Herrn Friesen eine Botschaft wat haben, und so alle befrieden Lied en eingeladen, und dat zijn klein beetje beter planen können, um nicht einmal zu viel Leute zu merken, oder zu wenig. Frauen, zoals die wurden, waren die melden. Dat ze heen dan kommen, daar schlägen Bios, so Asches, die ook door hem kennen, dat de Lied so beikommen, schreiben nun, en dat blad rieken, en Bleistift in Hand stellen, dat zij kan nun schreiben, wer deelnemen wil, en wer von der entweder nicht hier ist, dat moet de antwoord, oder von der noch nicht ganz sicher ist, weil dann da jemand an die Jugendlehrer früher melden, zum jemand angeben, für dort den Etenreich merken. So bitte schön, merkt dort in der Zeit, was mehr weg, fahr weg, kann ich sagen. Oftens, für bitte, de Deinerwohl von der Service, waar we ernstlich beten, waar we ons rijden merken, de Herr kan beschatten. Nächstens, der John Unger hat deint in Ontario, der kommende Weg, ich weiß nicht, was die Bad fahren dann, hat mich mal gefragt, die fahren bei Laverne und John, fahren Bad nur Ontario, wir fliegen Montag, ganz ist dort, morgen. Und für einen Weg durch so, das geht auch am Wohl, stimmt das dort, dass die Vorbereitung von der Wohl sein und dann noch besiegt reden. Okay, so, weil wir beten dafür.
En dankzij van jullie gebeden, maar zo weit van de arbeid van ook goed gevormd wordt. Zo. Dat is een grote zegen. En ik geloof ook aan voorbeeldige dag, de families, wat dan de laatste week en leven opgegeven hebben. De Jon Thieses familie, de Frans Jonses familie. En zo zijn die dus allemaal waren deze families, wat er dan jemand opgeven en een en ander naar Nura komt. En een week weer het de ernste familie, wat dan met Peters hier te doen heeft. En zo als je daar geen tijd, al helemaal einer. En van der Marius wordt metgedeeld dat de trampel van Hawaii gestorven is, wat dan de schwiefvoerder is, ter Eddie Plaat, ook Henry Cornelsen, ik weet niet meer nog. Zo. Goed, die trampel wordt een kassarempel, wat de rampel zijn broeder is. Die trampel is van der daarna gestorven. Gut, hier so 12. Dank, die dieses Familie bedankt sich herzlich für die Bera, Eten, für die Instattung auf verschiedene Wege, auch an der Begrafnisdag und ihre Mama, auch durch den ganzen Zeit. So einen herzlichen Dank von der dieses Familie, für den Annie, was hier so beantworten. 13 Almosen von der letzten Sonntag, wie den 14.960 Peso und $854. En daar zijn nog een paar eens in de Altenheim Klandash wat er liggen doen, zo van die nu nog eens neemt kunt doen zo. En wat op de Bibelschool is nog plaats op, is bekend gegeven worden, dus nog een ruim op. Als er iemand wat du zo mag de Bibelschool in Wapelka, is nog gelegenheid. Maltjunt, merktjunt non, aan Steinerweilig en dan werden we het weer houden. Dat is een bijzondere gelegenheid, een grote zegen, op zo'n plaats te zijn. Van een paar Wegen. En ook wat vielleicht einer oder andere, vielleicht alle von der älteren Geschwister noch was bekannt sind, dort als Harold Platt, Präger Harold Platt, seine Geschwister hat ja mehrere Geschwister aufgegeben, wo so gestorben sind, die Eltern leben noch in Oklahoma, sind all nicht jung und haben all, was sind das, meist 5 Geschwister aufgegeben. Und nu ist noch Regina, stimmt das, Regina, was in die Krankheit? Virginia. Okay. Zij is ook krank, ze heeft kreeft. En iedereen einer wordt vielleicht weten dat ze hier schuld gehouden. Wer heeft als lerarin gehad? Virginia. Haar plaats in de Zasta. So, hij bemerkt dat hij ook kreeft had, also ook, ja, vielleicht nicht goed meer wird verdient. Ze zijn al meest alle Geschwister zijn er nicht. Als da bloß nach Pai. En eine Zasta wordt niet deze deel dort noch hier. Als die dus aan Service werden. So, eine Mitteilung dus von Harold. Gut, uns Wort seht boven, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dort ist es noch manchmal all das, wo Menschen kommen, Menschen gehen, in schwere Tiden beleben, Jesus ist derselbe. Und uns sagt es auch, wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird, aber wir kennen den, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ist da noch was? Vergeten ist. Okay, dann werden wir als nächstes ein Leitern von frühes Jugend, ich weiß nicht, wo dort was abgestellt sein, so wie geben die den Tit und dann nur dem dann der Botschaft von Mervyn. Gottes Willen. Ich habe mich einmal durch heraufgekommen. En dat eerste wat ik me aan het zingen waarom is mijn vader zegt dat die wird unser Lobpreis, die wird unsere Liebe. En ik heb echt gaan wo Jesus ons gegenüber geläuft hat en afleiden dat. Dan erwartet in uns ein Verlangen an zu loben und preisen von ganzem Herzen. Aber du zu sein noch aufhängig von an zu loben. Aber wir werden wirklich alles geben auf den Hand. Vom Horten en aan te doen.
En bara har varit alles vårt vi bröten dem från vårt ans filmbett. En har väl ansett att gieren in att främen geben. Har väl best att vi far an sine Freud kom, tan att vi nicht kan, en att bloß Freud kom. Da war Herr ans Fort fallen, in Leu, in die Frucht des Geistes, so dass der Welt dort sein wird, en har väl att vi innan bli. Im Heu ist der Weinstock in diesem Leben. Dir gilt unser Lobpreis, dir gilt unsere Liebe. Du schaffst reine Herzen, wenn du in uns wohnst. Füll uns mit dem Geiste und mit deiner Güte. Nimm du ein in Heiligkeit unseres Lebens Thron. Sei du in uns verherrlicht, dein Name sei geheiligt, denn du allein bist würdig, Herr, dir sei Lob und Ehre. Sei du in uns verherrlicht, dein Name sei geheiligt, dir sei Lob und dir sei dir. Werde du uns lieben, Gott und unseren Nächsten, dass in Wort und Taten dein Reich sichtbar wird. Lehre du uns beten, lehre du uns geben, lehre du uns gehen, wie dein Geist uns führt. Herr, dir sei Lob und dir sei Ehre. Sei du in uns verherrlicht, dein Name sei geheiligt, denn du allein bist würdig, Herr, dir sei Lob und Ehre. Dein Name sei geheiligt, Herr, dir sei Lob und dir sei dir zu Füßen, Herr, erwartungsvoll sind wir. Beugen uns, sehnen uns nach mehr von dir. In Anbetung still, unser Herz verlangt nach dir. Fülle uns, belebe uns, das beten wir. Dir zu Füßen, Herr, erwartungsvoll sind wir. Beugen uns, sehnen uns nach mehr von dir. In Anbetung still, unser Herz verlangt nach dir. Fülle uns, belebe uns, das beten wir. Dann wachsen wir in deiner Liebe, dann gehen wir in deinem Namen, dass die Welt durch uns erfährt. In Jesus Christus ist Rettung und Leben. Du bist der
bist der Weinstock, wir sind die Reben, wir wollen bleiben in dir. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben, wir wollen bleiben in dir. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben, wir wollen bleiben in dir. Gut, danke schön. Und dann hier wieder die Botschaft von Bruder Mervyn. Am Anfang lese ich hier, Vers Kolosser 3,15, aus der Begrüßung. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Dat is wat we beroepen zijn, dat de vrede Gottes aan ons mocht regeren. Dat is dan maar eerst dan schafft ans Charpa, dan maar eerst schafft ans ganze Zahnen. Wenn der Friede Gottes da ist, dann haben wir gesund sein, dann haben wir schlupen, dann haben wir nicht angeholt sein, dann haben wir da sein für Gott. Gelobt sei der Herr, der uns nach dem Wohlgefallen seines Willens zur Kindschaft gegen sich selbst verordnet hat. Dass wir Gottes Plan so steht. Hij will ein Verhältnis haben mit uns als seine Kinder. Hij hat uns nicht angestellt als seine Arbeiter oder seine Knechte, aber das Verhältnis, was Gott selbst sich getragen geplant hat, wenn wir das steht nahmen, dass wir, dass hij würde Vater sein und wir würde Kinder sein. So ein Verhältnis will hij haben. Dass wir dem sein Wohlgefallen, das ist nicht, dass wir uns den, was das gewählt haben, aber hij nahmt uns seine Kinder und hij ist uns Vater. Epheser 1, Vers 5 sagt es steht, und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesum Christum nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vers 14, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zu Lob seiner Herrlichkeit. So ein Verhältnis hat Gott geplant für uns. Er hat die Welt gemacht worden, dass er würden ein Geschöpf machen und dort würde sein aus dem Kind zum Vater. Epheser 6, Vers 13, der letzte Part vom Vers sagt es, wir lesen uns den Vers, um des Willen ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr am beiden Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Das ist nicht ganz gefallen, was ich geplant habe. Jedenfalls, und dann das wollen wir uns ein bisschen lernen lassen, von daher, was Gottes Plan ist für uns. Wo wir reich schaffen können. Erstens würde ich auch viele nun Dankeschön sagen, als für das ganze Gemeinde, für die Unterstützung, dass wir hier eine Leiterlied haben können, dass wir uns haben, wird immer, alle Abends und jetzt des Morgens. Auf uns Messiah wird volle Botschaften gedient, auf sie haben eine Botschaft einen Abend, jetzt des Morgens für die Friede.
En mocht God richtig segnen en zo kunt het gemeente dat je aan het eeuwige had voor ons start. We nemen het aan als een grote zegen voor ons. Zoals ik dat vernam, reed broeder Pancho al te mij van, die stonden hier voor een bijna wol. En dat is een ganz wichtige dag. Een ganz wichtige Entscheidung. Wo ich eine Gemeinde bedoel dat er een frisse prediger te willen fehlt. En wat maakten ze dat? Zijn er zo'n wat abgehiert haben met predigen? Oder sind er, als die Arbeit mehr geworden, dat er mehr Arbeiter viele unterstellen? Jedenfalls, sie feiern dort, oder eigentlich machen es nicht, was der Deiner sagt, das ist ein ganz kleines Gemeindeding, wo je nur checken dann, und seine, dort ist bei dort, dass uns noch ein Prediger mehr fehlt an unsere Gemeinde. Dem hier zuschaffen oder zum Rückchecken. Sind sie immer mehr Arbeit jaftet. Bitte. Und daher sehe ich gekommen nu auf das Thema ein Diener nach dem Herzen Gottes. Wir wollen uns verschiedene Bilder verführen von oder Eigenschaften von einem Diener, was einfach da ist, wenn es sagt nach dem Herzen Gottes. Und dann denken wir an einen Diener, was da ist, wo Gott ein Gefallen anhat. Wir weten, hier ist keine vollkommene Person. Und das Gedanke, was wir, wenn es gesagt nach dem Herzen Gottes, dann weten wir, dass wir der König David, am Wort ist dort genannt, von Gott. Und aber was wir, wenn wir David sein Leben bechecken dann, das werden wieder von vollkommen, aber er dit immer war nur, und er dit mit dir, und er leidt Gott war der Anleitung. Und das ist, was wichtig ist an einem Diener, dass der Gott gewährt leben der. Wir weten das nicht selbstverständlich. Wenn wir eine Prediger wohl haben, dass das, was wir sagen, wäre wirklich, was für den Herrn durchstehen. Hat so ein Stückchen trägt, dann wird mir das was gesagt worden aus der Statistik, wiesen dann waren nächste 20 Jahre 20% von den evangelischen Predigers meid worden in ihre Arbeit handelen. Dat ging mir große Angst, das wird doch nicht. Aber dat stellt sich wat ik aan deiner krant zie, aan das kleine Mensch deiner krant, das ist nicht ein sehr großer krant, wurde ganz hastig gerne von 20 bis 30 deiner Abnahme, wo man nicht auf dem krantje was, und der Arbeit angelegt hat, blickartig, und schaffe 6 war. Mehr als 2 dort deiner. En waarom ze staat. Als du gleichvoudig eine Wohl aufgehouden, oder wenn es wirklich in deiner nach dem Herzen Gottes was, wo kann er seine Arbeit handlagen? Da check ich das an als wirklich ein wichtig Ding. Ein wichtiger Dag, ein wichtiger Schritt, wo je gekommen sind. Van Dogen. Gewählt habe ich einen Vers von Dogen mit was ein Tagsvers, vielleicht wollen Sie denken, na wo würde ich dabei passen, aber weil wir dem Luther reden. Philippa Kapitel 4, Vers 13. Das ist ein ganz kurzer Vers, ein von meinen Lieblingsvers. Hier sagt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ein kleiner Vers, nicht? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Eine Verheitung kann man sagen, als an das Vers auch kommt. Ich will überwinden. Ich will Sieger sein. Das wird Paulus sein Vers, was er kann sagen. Und wenn er das kann sagen, dann kann er die auch. Wenn er wieder ein Mensch ist, er kann die. Wir sind Überwinder an Christus.
wanneer hin zei dat, ik vermag alles. Wel, we moeten een paar van deze dingen een beetje uit hebben. Wat meint het wanneer het zegt alles? Paulus zijn aanstelling, ich vermag alles, die wird nicht bloß manchmal oder hier oder da, aber das wird einfach ein Wort von ihm geworden. Und dort ich sie überwinde an Christus, dann sie ich die überwinde. Philipper 3, Vers 12. Da sagt es nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesu ergriffen bin. Soll hij mich auf der Holle gekriegt, soll hij mich auf könnten ein Instrument machen, nur zien Wellen noch. Nu streef ik danach. Hij erkennt het zelf, dat niet vollkommen is. Want we müssen de eerste 3 Wörter nehmen von des Vers, ich vermag alles. Dan wordt we, dat maakt ons denken aan jemand wat werkelijk veel van zichzelf houden heeft. Dat zijn weer wat ongeveer de stad uitkomen, maar eenmaal, wanneer we de kandidaten hier doen, wat in de regering willen een grote stelling krijgen. Dan had ze dit hem zijn. Ik zie die, ik wil je mee worden willen, dat wat onderscheid maken. Dan worden die dingen richting krijgen. Dan wordt het moet doorgaan voor alle top worden handgeheerd. Ik zie die. Aber wenn wir das ganze Vers lesen, dann fingen wir ganz was anderes. Das hier so anfänglich so selbstsicher. Vertrauen auf sich selbst. Aber wenn wir den ganzen Vers lesen, dann sehen wir, dass er wird angeknackt an eine ganz andere Qual als an seine Selbstsicherheit. Christus. An Christus, dann kann er das sein. Es ist Christus die Quelle dieser Kraft. Wir fragen uns manchmal, wo kann Paulus so optimistisch oder positive Einstellung houden gegen all die Dinge, was er zu bejenen hat? Wenn das wird krijgt, wenn Christus wird ein Arm. Christus wird seine Kraftquelle. Op Galater Kapitel 2, Vers 20. Da kommt dezelfde aanstelling ook eruit. Galater 2, Vers 20. Ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dann was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Dit wat ik nu leven doe, dat leef ik niet van mezelf. Dat zie niet ik zelf. Maar Christus leeft in mij. En dat leef ik in geloven. Ik leef aan Jezus Christus. Dat is waar mijn kracht in is. Die wat mij geleefd heeft. Leven toe hier, of leven deiner wat u hier vielleicht vandaag gezet. En die dat hard klappen dat dit man kan het meenoemen zijn wat er deel komen, want de noemen is wat er deel komen. Dat is interessant, want we zo top komen ten deiner wohl. We hebben ons dat niet bereid. We komen hier neer, keiner weet waar we treffen wordt. Soms kan het ziemlich dichtbij op mijn hart liggen, dat waarschijnlijk kan het op eenmaal meenoemen vandaag hier gezegd worden. De andere bezig als ik klaar en geschreven wel niet. Maar wat het is aan, zich de tweede alles aan dat dat is. Maar één ding wat we kunnen klaar oder moeten klaar hebben, wirklich erfolgreich an Christus schaffen en voorzien recht schaffen, is dat Jezus Christus is mij goed. En dan wat van de verhältnis ik aankom. Zo'n verhältnis als we door gisteren hadden, dat een begrafenis en genoemd wo de leider zijn vroeg op eenmaal hastig
war ich es. Und so leider der Konkloha, Christus ist mir Gott, der mich geliebt hat. Da bin es eine sehr große Kraft. Wenn wir da klar haben, Gott ist mir Gott, und don't was worden ist. Aber Gott, sieht mich, weiß das ganze Verhältnis, weiß meine Vergangenheit, meine Gegenwart und Zukunft. Maar ja, verdanig laat het passieren. Wenn wir dann gerne fast am Glauben sind. Da bin licht die Zahl, von dass wir Überwinder sind, dass wir Sieger sind und dass wir, das Paulus sagt, ich vermag alles. Die, was sich selbst handgegeben hat, für mich. Paulus wird sich über diese Sache klar. Christus, sein ganzer Erlösungsplan, der wird vollbracht für ihn. Weil soll gerne glücklich sein. Hoeveel Mal haben wir all Dinge versucht in ons Leben durchzuführen, mit unserer eigenen Familie oder unsere eigenen Fähigkeiten. Und Gottes Wort lehrt aber ganz anderes. Sprüche 3, Vers 5 und 6, ein sehr bekannter Vers, was wir ieder Mal wo hier da unten, wo sagt es da, auf wem sollen wir uns verlassen? Sprüche 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird dich recht führen. Der Klarheit, Christus muss mir eine Anleitung geben. Und dort, was ich tue, dat doe ik voor Christus. Ik doe einfach, zoals Paulus zei, ik go am Glauben, Herr, ik go voor die. Ik kan niet aan zijn wat schaffen, aber ik go voor die. Ein kort het einfach het Beispiel. So, je hebt mij dat vandaag. Gisteravond, dan schijnt so meine Stimme, die werden waren meist durchgestellt. Vandaag is morgen schijnt het aber so, die wird auch nicht ganz weich. En wo word ik te tonen? Maar ik wist de haar wist dat wat ik een zaan had, dat ik wil herkomen. En om geloven kom ik her. Wanneer ik even dacht, zal ik dus van en zei, dat wordt toch niet schaffen, ik heb dus niet meer stem. Maar Gott sei Dank, dat hij zoveel gegeven heeft, was er heeft. De Heer, de weet, wat we willen. Hij reikt de kracht en de fähigheden door. En dan had je een paar punten, een paar eigenschaften abgeschreven, wat zijn wichtig. Wat is wichtig, wenn wir denken an een Deiner nach dem Herzen Gottes. Ik ga hier dat woord Moralität, Moral oder sittlich. Dat is een eigenschap, oder wenn wir das dort nahen doen, een Deiner nach dem Herzen Gottes. De Moral, einfach een leven wat niet bloß ungefähr als het gaat. Einfach dat Ding nemen en checken dan dat het sittlich toegaan wordt. Niet in Don't staan. Vielleicht können wir sagen, man in viele Hinsichten haben. Einige als zum Beispiel, wo steht es mit meinen Rechnungen? Halt de Ordnung, weet ik dat, wo ich Schuld habe, wann ich Schuld habe, und laat ich nicht ein Ding, was so halb ungeregelt wurde, oder wo ich eine Verantwortung habe, wenn mit uitkomt, dann falle ich das uit, und wenn nicht, dann werde ich die Lieder doch an, dass ich nicht gekommen bin. Einfach sittlich durchsehen. Hier können wir viel über reden, die Moralistas. Dat is een persoon wat zich door zeer aan uitbedert. Alles hebben smaak abgereend. Smaak en ordning. En als een zeer wertvolle poort, zo'n persoon staat, irgendwo een ongestelde persoon is, wat sittlich is. Aber du hast dir vor, wir können sittlich sein, dat alles Smaak en ordning haben, en aber keine Jährlichkeit besatte.
Sondern Menschen erst manchmal schwarze Finger, te wiese, tikken mal her, das ist die Arbeit, wenn der hat alles hat, der schmeckt abgenehm, schmeckt in Ordnung, mit der Familie, mit der Leben, mit der Hoff, mit der Bereitschaft, mit der Rechnung. Und mit alles schmeckt da, bloß die Jässlichkeit ist nicht da. Jässlich kann so ein Mensch noch ganz tot sein. Diese Sittlichkeit ist, ob man sagt, wird voller Port, wat daar een plaats is, kan we zeggen, voor ons juist voor dit leven, wanneer we daar zijn. En neidig is, dat we dat hebben. We checken nur Gerechtigkeit. Dat is ons wichtig, dat we de dingen zo doen als de recht is. We zijn ook, ons is het ook wichtig, dat onze gedanken en ons Körper rein ist, rein von Unmoralität, von unmoralischen Dingen. Die Schrift, die fordert uns ab, in der Heiligung zu leben. Eine Heiligung, das ist eine Herausforderung. Das ist nicht ein Ding, was auf selbst passiert. Das braucht eine Anstrengung, dass wir immer weiter uns selbst prüfen, wo steht. Wo sie tun. Mein Leben immer weiter anstellen um Wort Gottes. Dat is Gottes Wille, weil wenn man ein paar Vers lesen, 1. Thessalonicher 4, da kommt das ja direkt eruit, dass die Grube sind abgenannt. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei und ein jeglicher unter euch wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren, nicht in der Brunst der Lust, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen, und dass niemand zu weit greife und überurteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist der Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeugt haben. Uns reinholen. Das sind sehr wichtige Worte, auch wenn wir denken an einen Weiner nach dem Herzen Gottes, dass er in dieser Hinsicht haben, eine ganz klare Wandel führen wird. Dass das nicht eigentlich so ein Mank ist, dass es ein bisschen so zwiebelig ist, ein bisschen so verdächtig ist, aber dass er da ein Rein ist. Hold die an de Kraft vom Heiligen Geist, auch wenn du denkst an deine Selbstbeherrschung. Du denkst vielleicht so, dass jetzt Menschen, die haben sehr viel Vertrauen auf sich selbst. Ich werde al machen, dort wird al weinig schaffen. Und das sind volgens Gott zwei, was wir empfohlen doen. Weil wir uns in deiner Gottes, die verlaat sich auf den Heiligen Geist, auf die Kraft Gottes, als Paulus sagt. En aan, dan zie ik überwinden. De Kraft Gottes onwanden. Wo tja we dat? Dat we de Kraft Gottes onwanden doen. In Johannes Kapitel 15, da hebben we een wertvolle Vers, Johannes 15, 5. Dat kan we zeggen als de tweede eigenschap van een Diener nach dem Herzen Gottes. Dat is dat we ons in de Kraft Gottes, dat we aan Christus blijven doen. Sagt ihr, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und don't wo viel Selbstvertrauen du hast auf dich selbst. Aber dann wirklich da sein für Gott, zum verarmen Dienst da sein, dann braucht das, dass wir uns anhalten und seine Kraft. Und die Kraft, die wird uitreiken, die ist immer genug. Noch ein Gedanke hierbei, wer in mir bleibt und ich in ihm. Das wird hier an das Aufschnitt auf viele Städte, viel Mut das Wort bleiben überdeel.
in Christus te blijven. Dat is een bevel, dat is niet bloß dat we daar automatisch bijna blijven doen, wanneer we eenmaal bijna zijn. Vandaag zien we deze leer van eenmaal jaraat, die is niet meer dat die bloß weit af is, die is ganz dichtbij gekomen en we moeten zeggen, sogar mank aangekomen. Eenmaal jaraat, wer eenmaal jaraat is, die kan nicht mehr aufholen. Die leer, wir fingen wenig Schrift, wenig falsche Lehren, wo jeng die Schrift so viel jeng te zaten heeft, als krijgt jeng deze leer van eenmaal jaraat, immer jaraat. Krijgt het kapitel, immer waar, zegt het aan blijven. Want het nu weer, dat we eenmaal aan Christus is, die heeft het gemaakt, dan worden we dit kapitel hier gleich derwe haben. Dan wordt het verstaan, dat we eenmaal naar das Wienstok, da eenmaal aan verbonden heeft. Verbinden da aan. Dat zij er eten gleich davon, dat zij bis da aan blijven. En wer er niet wat aan blijven, dan wordt worden am Vier schmeten. Dus het hier zegt, die Rebe wordt niet aan blijven daar. Want dat zijn je voorhouden, want dat wordt een mogelijkheid weer. Wat durven we hier dan zo'n stad hebben? We hebben ook in 1 Korinther kapitel 12, daar wordt de gaven uitgedeeld zijn, van de verschillende gaven, de apostel, de evangelisten, en de leraars, en de hoords. Want dat de mening weer, of dat den wat weer, dan durven we bloos evangelisten hebben. Bloos dat evangelium uitbrengen en de mensen dan met Christus bekend maken, wanneer dat eenmaal weten en eenmaal Jezus aangenomen had, dan gaan we al hem nächst aan en zeugen te dem van Christus en zijn dem de hand te krijgen. Maar misschien zo, die gaven in je aanstand meer wat leraars en hoords zijn als wat evangelisten zijn. Wo wenn das Wort sagt, dat man leidet, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Dort verbrucht het de leren. Wat die Gläubigen, want eenmaal gläubig geworden zijn, dat die erwarten worden aan Christus. Die Patrie, dat die niet worden op eenmaal losgelaten. Nou, over de Bibelvers zegt je dat niemand kan sie meer aus meiner Hand reißen. Dat is wat Jezus zei daar. Nou ja, wenn Jesus nicht dort kann uns holen, dann wird hij ook nicht mal weer dat we hem nu voorgeduiden. Wenn irgendwer uns kann nicht Jesus in de heen uitrieten, dann wird hij gleich der Herr, dann wird hij gleich ein allmächtiger Gott. Hij kann uns holen. Wir können ganz getrost sein, dass kein Ding, was uns tranen kann von Gott, nicht die Vergangenheit, nicht die Gegenwart, nicht das, was da kommen wird, keine Macht, können uns in Gottes Hand uitrieten. Aber dat blijft immer noch, wie hadden vrije Wahlen. Den vrije Wahlen. Du hast den vrije Wahlen, dat du hier niet uitnemen komt. Vandaag is morgens. Oder ook dan als du die entscheiden hebt voor Christus te komen. Maar weet je, de derde stonden nog einmal op. Jeder einer van ons kan uitkomen. Dat zijn vrije Wahlen. We durven gewoon niet, dat we moeten nu voor Christus leven. Die entscheidung is nog einmal door. We kunnen Gott im Regen drehen. Und daher haben wir die Schrift voll leren, wo wir am te blijven haben. Wir fingen in 2. Petrus Kapitel 1. Und da Vers 3 und 4. Von dieser Kraft, wat Gott gegeven heeft. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4 sagt es, nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis, dass er uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Uns hat alles gegeben, wat het brukt om een göttliche Wandel te führen. Dat is wat het woord ons leren daar.
Das ist nicht, dass du nicht genug Kraftbahnen hast. Wenn wir 5 Fouderen doen, dan moet wel maar waar zijn. Als dat dan die nieuwe ding door aan dat Fouderbanen zijn de mineralen, de vitamines en de proteïnes, zijn de alle banen wat het brukt, dat het fijn kan wassen, dat het kan goed maat geven, dat het kan gezond zijn. Maar God heeft ons een volständige dieta gegeven, kan we dat zeggen. Door alles banen wat het brukt om een göttliche wandel te vieren. Das ist dort nicht wundervoll? Wodurch es uns der Geschenk durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch die Erkenntnis Gottes, indem wir immer mehr am Tane lehren, und immer mehr mit dem Wort bekannt worden, dann kriegen wir diese Kraft zu leben in göttlicher Wandel. Wo haben wir göttlicher Wandel führen, wenn wir nicht bekannt sind mit dem, was Gott von uns fordert hat? Wo sagt es hier wieder? Durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Wundervoll. Dann haben wir Paulus auf einmal mitstimmen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das sagt er, das Wort so klar. Das ist alles vergift, was er braucht, um ein göttlicher Wandel zu führen. Die dritte Eigenschaft oder der dritte Punkt über deinen Glauben. Du wächst im Geistlichen, indem du deinen Glauben übst. Wo haben wir ans Glauben üben? Exercicios doen am Glauben. Wat haben wir von Bild? Wo doen wir das? Nou, das ist einfach bloß Charakter Haar und die noemen gut. Ich kann noch nicht sagen, wo das wird schaffen. Ich kann noch nicht sagen, dass meine Fähigkeit wird handreichen. Aber wenn ich danach losgehe, du weißt, wie können gehen. Traue Gott für deine Nöte deines Lebens. Du weißt, was ich brauche. Am Material, am Geistliche, an die Bildung, an die Erkenntnis und so weiter, du weißt. Und ich gehe los. Für ich die Erkenntnis oder das Verständnis oder die Nöten aller Gestalt sind, kann ich ja losgehen. Du wirst es geben. Und das ist täglich. Wenn wir denn was können am Glauben machen, kleine Dinge, bloß wir trost verder gehen. Für uns ist der Weg so, aber der Herr, wir weten, wenn er denkt, was wir alles schaffen, dann wird der Herr hier irgendwo mit dabei führen. Manchmal geht uns das so, nicht? Wenn wir hier weg sind, dann einmal haben wir Trouble, wir können das nicht, wir wissen nicht, was wir würden alle gehen, noch wieder verder oder 3 gehen, fertig auf Trouble und schaffen nicht mehr. Und wir wissen das, nu wat der Herr mit der dabei führen. Für mich ist es manchmal eine ganz erwartungsvolle Zeit. Ich setze am fertig und ich bete und übergebe Gott das Herr. Nu check ik wat du hier was beivoeten. Of du wem du was checken, maar wat van een aanstelling. Ik weet ik wil hier niet daar verblijven, en du was vieren. En dat maakt me een veel lekkere ervaring, wanneer we zo'n start am dag nog mal high hot, als wanneer we dat konfliktlich beantworten. Bete und warte auf Gottes Antworten. Verlass dich auf die Kraft Gottes in deiner Schwachheit. Glaube an Gottes Verheißungen in deinen Kämpfen. Habe groß gelesen in 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Die ganz grootste Verheißungen, die sind ans Treue. Leef als een beständiges Zeugnis für den Glauben. Stu an für den Glauben.
dat is wat het vandaag zich proeven daar. Wirklich anzustehen für uns Glauben. Beständig. Nicht bloß dann, wenn alles klar ist, ja, dann sehe ich Interesse, aber wenn mir gerade ein bisschen leichter schien, dann wollte ich mir ein bisschen besiedelt Glas gehen. Und dann wollte ich nur waren ein abbrecher Christen. Nur Glück der ich vor. Weet je, dat is vandaag wordt het aan velen dat. En aan deiner wordt door Glück der ich gehen, wordt door een Glauben vaststonden dan. Manchmal erfahren wir dort, dass wir einmal dann haben durch die Schwester eine Gemeinde, und das scheint so, kurz gesagt, würde ich sagen, das fällt sich ein bisschen so rebellisch, fällt sich so jeng an, das sperrt sich so die Probe, das ernst auf. Und was ist das? Wenn wir da ein bisschen wieder nachchecken, dann sehen wir dort auf einmal, dass diese Person in Wirklichkeit als eine Person, die sich selbst unsicher ist, mit seinem persönlichen Leben. Und dann prüft das einmal auf. Bist du die eben sicher? Als Prediger? Bist du die sicher? Das ist ein bisschen so, fällt das alles als los. Er kann sich ja nicht mehr holen. Und auf einmal kommt und fängt dann an zu an. Und das fängt stu wie eben, wenn am fehlt was, wo er anholen kann. Am fehlt dat an wat vastet. En wanneer hij ans met Zaya aanvoert dat, dan wordt hij ook los. Dat is een Täuschung voor hem. Hij wordt zich zo vrij, wanneer hij kunnen wat vinden, dat hij zegt, hier is een vastigheid. En dan, wo Zaya hij dan tauber dat, en dan okkeren dat, de blijft vast. En dat krijgt wo hij nog zeker dat in zijn leven. Wanneer maar wat vastet is. Het komt ook manchmal drauf an, dass wir aus deiner, wir bringen ein Wort, wir haben vielleicht verschiedene Beter und Erklärungen und so weiter. Und das schien uns manchmal gerade so hastig passend zu sein. So, wir lassen das Wort auch bis an der Versammlung nehmen, was wir gelesen haben. Das ist vielleicht nicht gerade glücklich, die Schrift, aber uns passt das so dabei. Und dann nach der Versammlung, dann immer lässt da einer, der kommt und fragt, wo möchtest du das hier? Wo dat wirklich de stad zijn als du das Gemeinde deed. Und dann fangen wir ein bisschen abzubacken. Weil wir fortstonden, weil wir anstonden für das Wort. Wirklich in deiner zu sein, nach dem Herzen Gottes. Nächster Gedanke, entwickle eine positive Einstellung. Eine richtige Einstellung zu haben, ist fundamental für einen erfolgreichen Leiter. Einfach einmal seine Wort hebben godet maken aan deze loog wo we nu bijna zijn. Wat zijn hier nog voor godet ziede bijna? Einmal zijn de rechte Einstellung zu haben, nicht negativ worden. Und das wir laatst so, und es war ein bisschen Trouble, das alle uit, meint nicht. Aber was sind noch die positive Seite hier bijna? So eine Person finden wir hier in Jesaja 58, Vers 12. So eine Person, die eine positive Einstellung hat, und sich von Troubles, was wertvoller zu machen. Was ist das für eine Person? Jesaja 58, vielleicht können wir das ganze Kapitel lesen hier, aber wir nehmen bloß ein Vers hier mit, Jesaja 58, 12. Und sagt es hier, und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Und wirst Grund legen, der 4 und 4 bleibe, und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Eine Person, die bekämpft, und hij zegt, hier ist der Tün durchgebrochen, dort hat er ein Loch gegeben, damit wir derchen vorne zijn. En fixt dat mal alle ab. Wer die Probleme auf einmal anchecken kann, als dit eine Gelegenheit. Hier kann ich was zu doen. En zoveel mal checken wir,
vielleicht mit eine negative Anstellung, sind Troubles an der Zeit. Dan maakt man vielleicht so einen Ausdruck, in der Prediger steht auch nicht mehr. Nou, vielleicht hast du eine Gelegenheit für die, wo du willst gerne was mit tun. Vielleicht hast du hier, wo wir da hin tun gefahren und es alle durchgebrochen. Vielleicht willst du gerne mal einen frischen Puls anschlagen und Bühne, da war das Tau, da das abgedient wird. Die Prediger stellen nicht alle Arbeit. Und das zeigt hier, so eine Person, wat diese Eigenschaften hat, von all das, was da verfallen wird, dort war es eine Abgebühr, sagt es hier, dass man da wohnen möge. Ab der Stelle möchte ich wohnen. Zu der Gemeinde möchte ich hier. Wenn dort sind die Schwester und dort sind deiner, die checken das Leben an, die Probleme, die da abkommen, die checken das an als Gelegenheiten. Hier kan ik wat verbeteren. Dit is wat ik ook kan. Veelmaal zijn dat dingen wat we zelfs kennen. Ik denk aan een reden wat ik hier in Spanisch heb, al een jaar terug, wat hij dan aanchecken deed, aan de woorden wat er weer, vielleicht ook 2 jaar terug, werden veel woorden am Land und werden abgerecht, was von Parteien wo kommen und so weiter. Und er sagt, dass plötzlich alle Blick werden, was von Parteien kommt. Das sind sehr viele Dinge, da kann die angestellte Person nicht tun. Aber du, wer bist du? Du, was du bist nur die hochangestellte Ticket ist. Und sagst, dieser das nicht, und jener das nicht. Vielleicht willst du gerne was tun. Vielleicht willst du gerne was tun, dass das Verhältnis die Jugend am da besser wird. Vielleicht kannst du selbst was fixen. Selbst was in Ordnung bringen. Du bist der, was an Arbeit zu tun hat. Aber wenn ich das von jenem erwarte. Und woran würden wir nicht positiv sein? Was haben wir verursacht, das nicht zu tun? Du bist ein Soldat von dem König über alle Könige. Du bist ja der, was auch kann sagen, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht. Zu was negativ sein? Sie verantwortlich gegen andere Menschen. Verbind die mit göttlichen Menschen. Umringe dich mit göttlichen Christen. Maar wat kan ik dat doen, wer om mij staat? Want het hier zegt dat ik de verantwoording heb, ik zal mij omringen met zo'n mensen wat er göttlich zijn. Vielleicht denken we zo, dat hebben we niet veel te doen. Maar doch, wie kunnen er wat te doen wat we zeggen, maar wat kan ik dat doen wat ik hier doe? En wie daar dan stoppen een beetje neerlaten. Dan weten we dat schaf sehr verschieden. We hebben uren, wat er bakrig zijn. Die einem zijn uren zijn bakrig voor dit, en de andere zijn bakrig voor dat. We weten dat het mensen irgendwo aan de gemeente, dat schaft het zo, dat zijn allemaal zo'n personen, die hier al dat negatieve aan de gemeente. Veel wat over de gemeente, je redt wie daar naar die persoon gaan, en die zegt, dit is echt zo, en Jana heeft me dit verteld. Al dat spree, dat weet die ene persoon. Waarom? Waarom hier ik dat niet? Oder waarom hier stuurt dat niet? Maar de ene broeder, de ene zuster, die krijgt dat alle te horen. Heeft dat een oorzaak? Waar liegt dat aan, dat met deze reden, die persoon, die heeft dus met zeer groot appetit toe. En men doet wat ik van negatief en loos het vertalen doe. Dat hier is, die hier is alle, die weten dat allemaal alle. Wel we oppassen hoe ver we onze oren bakrecht hebben. We zijn verantwoordelijk. Nehemia war ein Mann des Verwunderns. Wenn wir checken, wo Nehemia schaffen dat,
damit wir uns veel mal wunderen. Aber hij weer dus een man als hij kan doen zijn. Wat moet aan dat hij is een ruut sterkte deed uit zijn metmensen kunnen zijn. Wat moet aan deiner nach dem Herzen Gottes? Eerstens kunnen sagen, strebte einen felsenfesten Glauben an in Gott. Den Glaube an Gott, dem deed hij vleien. Amma grata, een stortja wordt zijn Glaube. Hij doet wat de ware spruch weer, hij ging hem Glaube verder, wat Gott is met mij. Hij wird beständig an der positive Siedkurve sein. Hij zag Gelegenheiten, wo wir grad wat van hadden, waar we ons eenvoudig lezen. Nehemia als het, we kunnen vielleicht sagen, dat ganze Buch, dat moeten we dan alle Westen mal durchlezen, wanneer we antwoorden dat we met zo negatief ontvangen om dingen aan te checken. Dan Nehemia als een zeer wertvolles Buch. Daar zijn we zoveel Positives. Wel einfach sagt es hier in Nehemia, Kapitel 2, Vers 17, sagt es, und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, darin wir sind, dass Jerusalem Wüste liegt und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Dat wordt die zijn tjane. Die tjane het verbrandet en doorgebroken zijn. Maar wat kan hij zijn? Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems bauen, dass wir nicht mehr eine Schmach seien. Zullen we mal dat abbeuren? We kunnen zeggen, Nehemia, hij zag een dubbelte Gelegenheid en eine Schwierigkeit. Wanneer we dat boek durchlezen doen, dan weten we, als hij daar aankwam en zag, wo Jeruzalem vertrümmert wird, en dat zijn ze de tier, de borra, maar dan hij daar rieden, die kunnen we hem niet meer daar gaan, wo er nog zullen gaan worden, wo de gassen werden, en hij ging over hem te fout. En wat weer de schwierigheid, dat weer dat al dat verbrokene, de steinen en de bieten van de muur, dat leegde alle am stek. En hij kon zijn, hier hebben we twee dingen beschikken. Die kunnen dit helemaal uit de gas uitvliegen. En voets op de zaal die lijn het over de steinen doorheen vliegen, waar de haan hier. Dan hebben we hier waren een muur, en dan hebben we hier een smakne opene gas. Een dubbelde gelegenheid. Maar één ding te beschikken. Mochten we ook die aanstelling hebben. Zum Schluss hat hier eine aardige Frage gekriegt und die aus dem Deiner nach dem Herzen Gottes. Als du, wat het vele is, dat Flandogen kan het vielleicht mijn noemen, über deel komen. Hat sie diese Frage, hast du das innerliche Zeugnis von Frieden und Gewissheit, dass Gott dich zu einem Teilhaber von seiner Gnade und der Wiedergeburt gemacht hat? Jetzt eine ganz wichtige Frage. Die innerliche Zeugnis. Hast du Friede über? Dass die klar mit dieser Sache, dass Gott, dass du ein Teil davon geworden bist, von dieser Gnade und von der wahre Geburt. Hast du einen innerlichen Frieden über das? Die zweite Frage. Glaubst du, dass Gott in dem Erlösungsplan auch sorgt für ein siegreiches Christenleben? Hast du dort deine Überzeugung oder bleibst du dort, dass er die nicht bloß erleist hat, aber dass er die Kraft gegeben hat, ein siegreiches Leben zu leben? Erfährst du gegenwärtig christlichen Sieg? Lebst du gegenwärtig von Tage einen christlichen Sieg?
Nächste Frage. Weißt du von irgendetwas, das dich hindern würde für die Aufgabe? Liegt da was im Stich? Hast du ein tiefes Besorgnis für verlorene und niedergeschlagene Seelen, dass sie auch dieselbe Fülle, die du hast, erfahren dürfen? Dann denken wir vielleicht so, na, diese Frage würde ich gerne beantworten mit ja. Wenn ich terugdenke da und als ich ein junger Christ bin, wo ich schon verlangen had, diese Frieden, wat ik zelf ervaren had, want nog meer mensen die ook ervaren kunnen. Dat dit me motiveren, ook andere vrienden te bezeten, zonder vielleicht wat al ja weer gläubig geworden. Aber krijg von der Rede, sind sie immer noch Frau am Glauben, oder wo hat die das an den Glauben? Wir dann Skuld bekannt, wir schon betierten, ich werden unbetiert. Dadurch haben nicht viel was zu tun, keine paar Erholungen, aber nur, dass ich diese Friede gekriegt habe. Wo hat die das? Wertvolle Erholungen können eine haben mit anderen Gläubigen. Wenn eine Antwort ist, selbe Friede, Rande, und hat eben, was in mein Hort näher gekommen wird. Zum Schluss ein paar Verse mit Jesua und dann noch eine mit Jesaja. Jesua Kapitel 1. So scheint es Gott hier mit Jesua handelt hat und wo jemand auch mitgehandelt hat. Und das möchte ich die mitgeben, die aus der nie wilde Prediger von vandaag an und wieder. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tuest aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wort von Verheißung. Der Herr ist mit dir. Grüll die nicht für deine Abgabe, was der Herr die ab in Hort leihen will. Siehe Trost, der Herr wird dir die geben. Noch ein bekannter Vers ist Jesaja 40. Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren und fliegen wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dort sind die, was sich ab dem Herrn seine Kraft verloren. Dort ist in deiner nach dem Herzen Gottes. Wir wollen noch abneigen zum Gebet. Leifrika Vader, wir kommen zu dir diese Vermehrstunde und danke, dass du uns diese Gelegenheit hier gegeben hast, das dit uns wahre zu versammeln. Wir danken, dass du uns in ganz freie Welle gegeben hast und dass du das alles auf die ganze Leistung, den was geplant hast, dass du uns als Menschen nicht bringen wirst, sondern du das uns ganz frei anladen, dass wir zu einer freiwillig kommen. Du sagst, wer da will, der komme und nehme sein Kreuz auf sich. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Und danach, wenn wir das abgenommen haben, wir haben eine Zeit lang das gedroht, dass erst danach immer war unsere Entscheidung, ob wir das Kreuz noch wieder drogen wollen oder ob wir das wollen. Für sie leihen und gehen war ich von dir. Bis dann, als du hier beirrt wirst. Auf einmal dann wieder eine große Gruppe, die verleiht die. Die scheint der Rede zu schwierig, zu große Verantwortung.
Dan vroeg hij eeuwen je wat nog blijven, wel je mij ook verloten. Maar hij ging zeer haar was er wie gaan gaan. Wie vingen das nog niet eeuwig leven als bij die. En wie vertrouwen jeder einer wat hier vandaag verzameld is, dat is ook zo'n wat ik klaar haar, ik wil das nog niet aangaan. Ik wil vrijwillig voor die nog wieder leven. Mijn leven zal nog wieder voor die door zijn. Met dankbaarheid dat die mij erluisterd hast. En ik zie meid van de dingen van deze wereld. Dat zie ik uitgegaan. Ik wil niet terug doen. Ik wil die eeuwige part van leven dienen. Maar een vrijwillige part moest dat geven haar in deze ganze gemeinde zijn. En ook deze wichtige schrift dat we gezegd haar. Dat ik kon dat die bezorgen was, woont die persoon is, woont die lied zijn, wat je de steins Europa has, moest je helpen en jeder einer zich heilen kan, en dat je die met een grote klaarheid bezorgen kost, en deze entscheiding, wat deze wohl was sie non zijn, zodat die direct kan gebied worden. En al die gewählte deiner wat je zendt, dat die kunnen vrijdag en tapfer aanstonen. En dan van het ware spruch ja. En dan van de Schwester zijn op eenmaal in de gemeinde, wat de persoonlijk en schwach en loze geloofsleven hebben, wat schijnbaar nog niet zichzelf zeker zijn. En op eenmaal ze schijnt te proeven nog als de deiner hergrond hebben. Dat ze dan krijgt worden, moed hebben, vast om geloven aan te stonen. Nicht aus einer Selbstgerechtigkeit oder nicht von Ehen sein, aber am Glauben felsenfest anzustehen für den Wort. Musste das geben, recht in der große Genoen. Amen. Und sing 456. Feuerhörnert, Saße fertig. Bitte nicht auf uns durch die Zeit geleitet, er war immer bei uns, nicht Schritt für Schritt. Seine Segenshände hat ausgebreitet, darum kommt uns nicht und lautet König mit. Lasst uns ihm Lob singen, denn ist so treu. Lasst uns ihn bringen jeden Tag aufs Neue. Gott hat uns
Noch einmal der Vers, ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Hier ist nicht, was die ersten 3 wird sein, ich vermag alles. Sondern der ganze Vers, der mich mächtig macht, Christus. Von diesem Kraft auch wieder, dem Herrn dein. Aber Merva, für den ich eben zusammen mit man sieht. Brauchen noch abneigen. Zum Segen. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.